Es ist wirklich ein guter Zeitpunkt, jetzt nach Bolivien zu reisen. Viele haben uns davon abgeraten. 2 Monate vor der Wahl, es gibt Straßenblockaden und die Versorgung ist schlecht. Wir machen es trotzdem. Doch dann stecken wir fest. Mitten im Chaos. Und das ist nur der Anfang. Und wisst ihr was? Ich bin der mega Vollidiot. Nachdem wir mehr als 300 Kilometer auf der Lagunenroute gelitten haben, freuen wir uns über den Asphalt. Asphalt bedeutet Zivilisation und Zivilisation bedeutet Essen. So, und wisst ihr, was es gibt? Es gibt Lama. Die sehen ja schon so niedlich aus, die Viecher, aber jetzt wollen wir auch mal gucken, wie die schmecken. Ist hier völlig normal, hier essen sie alle Lama. Und Y primer kiosco, no podemos esperar de probar algo de aquí. genau, wir haben uns schon gefreut auf das erste Essen auf der Straße. Que pica este hueso. Ein bisschen wie scharf, ne? Como Veja. Und super geil gewürzt. Und der Rest ist Lama. Con arroz y papas. Viel Fleischkraft. Sin nada. Ja, kein Scheiter. Wir haben noch Knoblauchsoße. Sehr, sehr lecker. Wir sind vor ein paar Tagen aus Chile in Bolivien eingereist. Nachdem wir den Altiplano einmal komplett durchquert haben, nähern wir uns dem Salar de Uyuni. Guten Morgen vom Salar de Uyuni. Genau, wir sind nicht im Skiurlaub, also wir sind hier nicht beim Skifahren, sondern wir sind in der größten Salzwüste, auf dem größten Salzsee der Welt und dem höchsten Salzsee der Welt, ne? Was heißt. Ja, total krass. Und wir wollten eigentlich noch weiter rauffahren, aber kann man nicht, weil das ist alles voller Wasser. Es hat geregnet in letzter Zeit und deswegen kommen wir nicht weit drauf. Aber das ist so beeindruckend, das ist also bis zum Horizont glatt und Salz. Ja. Das ist schon total krass. Und jetzt stehen wir hier. Im Endeffekt, aber ganz im Ernst, durch das Wasser können wir nicht fahren. Das macht den T3 endgültig kaputt. Das wird sein Ende sein. Und deswegen gucken wir uns das von hier aus an. Aber ist schön, ne? Ja, schwer beeindruckend. Alessandra ist heute Morgen aufgestanden, hat die Sonne gefilmt und gestern noch der Sonnenuntergang. Das wird halt alles doppelt. Es spiegelt sich halt alles. Also die Wolken sind zweimal da. Alles ist zweimal da. Und auch in einer Art und Weise, dass es wirklich, du könntest das Bild umdrehen. Das sieht gleich aus. Echt super cool. Y si estaba seco, no era posible ver este efecto Spiegeln, so. Genau, hast recht. Also, genau, stimmt. Das hätte man sonst nicht sehen können. Also sind wir auch glücklich, dass wir es sehen können. Und bleiben jetzt noch eine Weile hier, genießen das. Und dann fahren wir endlich raus aus der Höhe. Ne? Dann haben wir es geschafft. Wir werden dann endlich rausfahren aus dem Altiplan. Es ist immer noch, wir sind auf 3800, ne? Oder 3700? 600. 3700, ja. Und man merkt es, wenn man redet, also irgendwann hat man keine Puste mehr. Und das ist schon gut, hier langsam mal wieder ins Grüne zu fahren. Wir wollen wieder mal Pflanzen sehen. Ne?
Ja, ihr hört es ja, der Panzer rennt schon wieder. Das Ding läuft 3800 Meter. Heute hatten wir echt Probleme. Also heute hat er echt lange rumgemacht. Also da kam eine schwarze Grütze hinten raus. Gut, aber wir laufen. Und wisst ihr, was wir heute machen? Wir fahren runter. Wir haben keine Lust mehr auf Berge. Wir haben die Puna gemacht, wir haben jetzt die Lagunenroute gemacht. Wir waren am Salar. Wir sind durchgehend über 4000 Meter, das ist so belastend. Ja. Wir haben uns daran gewöhnt, langsam von der Höhenkrankheit her. Aber du kannst dich ja nicht richtig bewegen, die Hunde können nicht richtig rennen. Wir müssen mal wieder Wäsche waschen, so. Wir sind einfach fertig. So. Es reicht. Also, wir fahren heute runter. Der Ort heißt Tupiza, das sind von hier 120 Kilometer. Wir haben auch nur noch für 180 Kilometer Sprit, dann ist alle. Und Bolivien ist echt problematisch. Wir wollten gestern tanken, da war eine Schlange, ja. Also die haben schon für heute gewartet. Die haben sich gestern angestellt für heute. Jetzt hoffen wir, dass wir in Tupiza mehr Glück haben und wenn nicht, müssen wir uns halt auch anstellen und irgendwie da 2 Tage warten, ehe wir Diesel kriegen. Die Situation hier im Land ist halt ziemlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz, die Aussicht ist der absolute Megaknaller. Wir sind hier direkt an so einem Canyon dran, haben hier gepennt. Und das ist wirklich, das ist wie der Grand Canyon. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sieht so unglaublich toll aus. Ne? So, das nimmt man noch einen Blick mit mir, bevor wir hier losfahren. Und dann geht's auf. Das ist unglaublich, ne? Den Berg da hinten, voll schön. Als wir unseren letzten Dieselkanister verbrauchen, kommt eine Herde neugieriger Lamas vorbei. Hier gibt es sehr viele davon. Mali versucht es mit ihrer diplomatischen Art. Die Lamas hören aufmerksam zu. Auf nach Tupiza. Oh mama, mama, I went looking for a better place for down the road. A place that can give hope back to her last. Already feels like it's 1,000 days. I was dragging in a haze, but I left a tiny part of me behind. For the time that I won't be here, it's gonna keep you safe from fear. For the time that I can't be around. Wir erreichen Tupiza, eine kleine Stadt am Fuß der Anden. Hier hoffen wir auf Diesel. Wir sind jetzt absolut leer. Aber zuerst müssen wir wissen, was hier so lecker riecht. So, mira, Empanadas? Sí, empanadas con papas dentro, pollo. Y chimichurri. Fíjate, ¿sabes cuánto sale? No. Una empanada, 2 bolivianos. So, das war Entonces he comprado 5 para 10 bolivianos, que son un euro y pico. Super cool. Super cool. Ich Buen probiere. provecho. Echt lecker. Hammer. Das war super lecker. Hammer. Hammer gut. Escuta la música. Ja, mucha comida aquí. So, vamos a ver si funciona. Primera vez diésel en Bolivia. ¿A quién? A estos están en cola, ¿no? Una preguntita. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis esperando el diésel? Para el diésel. ¿Y ahí o es vacío? No, tenés que dar la vuelta a la cola. Ah, ok, gracias. Son argentinos, ¿no? Oh, it's not so long. It's not so long. Bye, baby. Ponte la cola. ¿Cuánto estaban? 15, 20 coches. ¿Hay diésel? No, hasta ahora no. Pero la chica me dijo que tiene que llegar, no se sabe cuándo. Y podemos esperar aquí. Cuando viene nos ponen diésel. Gasolina hay, todos entran, hacen gasolina sin problema, pero diésel no ha llegado. Da stehen wir nun.
Das erste Mal tanken in Bolivien und ihr seht ja hier, ich latsche an der Schlange vorbei. Ja, da muss man halt warten. Und das Lustige ist, der Erste in der Schlange ist ein Argentinier. Und ich habe ihn gerade eben gefragt, seit wann stehst du denn hier? Ja, seit gestern Nachmittag. Also der wartet seit gestern Nachmittag darauf, dass er tanken kann. Und jetzt soll angeblich um 12 Uhr sollte der Tanklaster kommen. Wir haben jetzt 12:30 Uhr. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Auch wenn er um 3 Uhr kommt, ist ja okay. Wir stehen jetzt hier in der Schlange, wir stehen im Schatten. Und jetzt warten wir einfach darauf, dass wir irgendwann da rankommen. Da kommt der Diesel. Und da sind wir dann hoffentlich mit dabei. Naja, und dann kommt halt noch dazu, dass nicht wie in Argentinien sozusagen 2 Dieselsorten angeboten werden oder in Chile wird ja nur der gute Diesel angeboten. Hier leider nicht, sondern hier hat der echt 1500 Parts Schwefel drin, das heißt per Million, genau. Und das heißt aber, dass es also im Verhältnis zu dem argentinischen Diesel schon mal 3-mal so, also zum schlechten argentinischen Diesel schon mal 3-mal so viel ist. Und wenn man unseren Diesel betrachtet, ich glaube, wir haben maximal 8 oder weniger sogar noch Parts per Million drin. Das heißt, wir reden hier über das 150-fache an Schwefel. Gut, 1, 2, 3-mal tanken nicht so schlimm, aber ewig damit fahren auf gar keinen Fall. Ja, wir haben aufgegeben. Wir haben nochmal gefragt, es kommt auch heute kein Diesel mehr, es kommt kein LKW mehr, es wird nichts geliefert, also es kommt nichts. Und deswegen haben wir uns einen coolen Platz gesucht, wo wir einfach mal jetzt warten, bis Diesel kommt. Es kann sein, dass die ganze Woche keiner kommt, hat er gesagt. Also wir haben jetzt einen coolen Platz, wir haben Duschen, wir haben ein bisschen Schatten, hier ist schön. So. Und nach den ganzen Tagen jetzt einfach in der Kälte auf 4000 Meter. Es ist so schön, wieder ein T-Shirt. Normale Sonne, also dass man nicht blind wird davon. Oh, das ist schon schön. Jetzt spannen wir erstmal aus und dann werden wir mal gucken, was die bolivianische Küche so bringt, weil das ist echt super günstig. Die Empanadas waren schon total günstig. Und dann können wir uns hier durchfressen wie die Malen. Tu-Pizza, ne? Tu-Pizza oder Tu-Pi? Tu-Pizza. Tu-Pizza, also mit einem Z, Tu-Pizza. Und Noch Tu-Pizza. nein, nicht 2 Pizza, sondern Tu-Pizza. Und die erste Stadt, unsere erste bolivianische Stadt. Ja, Voll cool. Und es ist hier wirklich alles anders. Also das ist hier nicht, wie wir es vorher, also so wie wir es vorher in Argentinien gesehen haben, ist es hier nicht. Aber ja, guck mal da. So, ich liebe. Ah, schade. Um in die Stadt zu kommen, nutzt man hier den Tuk-Tuk. Das ist halt total cool. Ja. Und die fahren hier so wirklich wie Ameisen durch die Stadt und man muss halt einfach nur winken und dann kommt man da ganz schnell hin. Und die Dinger sind ja echt total witzig. Sehr geil. Hier in Tu-Pizza haben wir endlich mal Zeit, Dinge zu kaufen, die wir brauchen. Mit dem Torito, so heißen diese kleinen Fahrzeuge, sind wir schnell mitten in der Stadt. Wenn man in Bolivien etwas kaufen möchte, dann gibt es nicht einen großen Supermarkt. Es gibt ganz viele kleine Läden und wir müssen uns durchfragen, bis wir das finden, was wir suchen. Wir brauchen ein Brotmesser. Dann fallen uns die riesigen Säcke mit Coca-Blättern auf. Gramos o cómo se hace? No depende usted de 10, de 5, ¿cuánto quiere? De 10, a ver cómo Ya. es de 10. ¿Cuánto es de 10? No sabemos qué es de la 10. cantidad, ¿sabes? Esto es 10, ok. Esto es 10. Y nuestro bolsillo es 10. Ah, perfekt. ¿Cómo es? Perfekt. 10 bolivianos. ¿Hay alguien que vende fruta aquí por la vía? Fruta, verdura. Más abajo. Was aber? El mercado negro. O mejor de Childurán. Ah. Ah, No hay está más fruta, abajo. todo aquí a la Ja, das ist hier total krass. Der hat einen Sack Coca-Blätter vor sich gehabt. Also bestimmt 200-300 Kilo. Also unglaublich. Und der Preis, ja, also wenn du dasselbe in San Pedro de Atacama kaufst, dann zahlst du dafür vielleicht schon, für den Sack, den wir gekauft haben, weiß nicht, $20. Ja, und wir haben jetzt bezahlt nicht mal 2, also 2 Euro haben wir bezahlt. Genau, Ja. 2 Euro für einen Sack Coca-Blätter. Menos, 1 Euro. Ja, stimmt, yes, Bolivar, 1 Euro. Also 1 Euro haben wir bezahlt und einen dicken Sack Coca-Blätter. Más o menos, depende del curso, porque hay cursos diferentes también. Genau, je nachdem, wie man getauscht hat. Ah.
Heute machen wir einen echten Großeinkauf, denn es gibt was zu feiern. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Wir kommen auch genau rechtzeitig in der Metzgerei an, denn es gibt Nachschub. Madre mia. Ahora es completo, ¿no? Zurück nach Hause! Perfecto. El puente y después a la izquierda. Heute ist ein ganz besonderer Tag und wir hätten nie gedacht, dass Wilma noch bis dahin kommt. Die beiden werden heute 12, also genau heute ist ihr Hundegeburtstag. Und weil 12, das ist ja ein super Alter, das muss man ja auch ehren. Und deswegen gibt es heute was ganz Besonderes. Ich mache eine Hundetorte. Ja, nichts Besonderes. Pfannkuchen mit Hackfleischsoße drin, dreistöckig. Das finden die total geil. Und natürlich ohne Zucker, ohne Salz. Und das werden wir heute zelebrieren. Heute werden die beiden 12. Ja, da freuen wir uns total doll. Na, hast du heute Geburtstag? Gibt's Hundetorte? Oh, süße Mausi. Langweilig. Hundetorte ist nicht gut. Na, wir werden schon was Schönes kochen für dich. Was Feines? Ich bleib hier und bereite die Hundetorte zu. Alessandra macht sich auf für die Stadt, wir brauchen nämlich noch eine SIM-Karte. Entonces, 50 bolivianos, 5 giga mensual. Así es. Bueno, he hecho un poco de compra. Compré también el chip del móvil para tener conexión en Bolivia. Y por curiosidad me vino a la gasolinera para ver que llegó el diésel. La cola es siempre la misma. Está nuestro amigo argentino siempre ahí lavando ropa, pasando el tiempo y hasta ahora no se sabe cuándo viene el diésel. Ellos son 3 días, hoy es el tercer día que esperan. A ver, nosotros tenemos algunos días más de espera en cualquier caso porque queremos descansarnos y la cola es siempre muy larga, más larga de ayer, hasta allá, hasta el fondo. So, ihr Süßen, warten. Jetzt gibt's was richtig Feines. Guckt mal hier, wir haben eine Hundetorte mit einer 12 drauf. Jetzt gibt's was Feines. Seid ihr bereit? Achtung, ich gehe mal hierher. Upsala, Wilma. Oh, keine Angst, ich ersteche dich nicht. Achtung, ich gehe mal hierher. Wilmas Tag ist gekommen. Ich habe sie leider an ihrem Geburtstag erlegt. Schön warten, jetzt gibt's was Feines. Na, habt ihr Lust auf Hundetorte? So, ein schönes Stück Hundetorte für dich. Achtung. Und ihr habt Geburtstag. Wir müssen euch noch ein Geburtstagslied singen, ne? Ja. Ja, wirst du 12, ne? Also, wir singen jetzt noch euer Geburtstagslied und dann geht's los. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Und hopp. Na, los hopp, Wilma. Ja, fein. Ach, das ist ja lecker, die Hundetorte. Ach, die ist so gut. Wir gehen in die Stadt und wollen heute probieren, was sie hier Leckeres auf der Straße kochen. Pollo, chancho y llama. Na, wer bist du denn? Toma. Toma. So. Es gibt Lama. Lama mit Kartoffeln und Mais und scharfer Soße. 80 Cent. Eine con las Portion, manos. 80 Cent. Richtig? Kannst du gucken con las manos. Sí, con las manos. Ja, man isst mit den Händen. Super. Echt super. Va, es rico. Super lecker. Vamos a probar algo. Super lecker. Kannst du dentro? Ah, está dentro. Muchas gracias, señora. ¿Cuánto pagaste? 22 und 1,80 Euro. Hühnchen mit Pommes und leckerer scharfer Soße. Tenemos novedades sobre la problemática Diesel. Ja, also angeblich müssen uns alle Tankstellen Diesel verkaufen, nicht nur die eine staatliche, weil es ein Gesetz gibt, dass wenn die Polizei dich ohne Kraftstoff auf der Straße draußen erwischt, dann können die dich bestrafen. Und deswegen, damit dir das nicht passiert, musst du ja tanken können. Und deswegen müssen die dir was verkaufen. Also das ist richtig, ne? So, und man musste halt hingehen
Und ich bin völlig außer Atem. Wir sind ja immer noch auf fast 3000 Meter Höhe. Reden, laufen, filmen. Total krass. Also egal. Auf jeden Fall soll man zu denen hingehen und sagen, nee, ihr müsst mir das verkaufen. Es gibt das Gesetz hier in Bolivien. Ich darf nicht ohne Brennstoff auf der Straße sein. Und deswegen müsst ihr mir eben jetzt Kraftstoff verkaufen. Wenn die dann immer noch Nein sagen, dann soll man sagen, ja, dann gebt mir eben eure Hoja de Reclamación. Das ist dann halt das, hier so ein Papier, dass man irgendwas reklamieren möchte. Und füllt es aus. Und das ist eben dann für sie sozusagen ein Problem, richtig? Ja, cuando llega, se completa este proceso de reclamación, no lo sé, que pueden simplemente hacer como esto con tu hoja de reclamación, pero sí. Pero la hoja de reclamación, ¿esto? Estas son informaciones que nos dio el propietario del camping. Ah, sí, Entonces vamos a probarlo mañana y a ver qué funciona. Sí. Also auf jeden Fall, also ist ja die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wenn nicht, müssen wir halt so lange ausharren, bis irgendwann mal Diesel bei der staatlichen Tankstelle ankommt. Also staatliche Versorgung heißt, sie garantieren dir zwar angeblich die Dieselqualität, aber wenn es dann halt nicht da ist, dann, naja, das ist ja auch... Él ha dicho que la calidad es la misma de la gasolinera del Estado, la IPFB o lo que es, y la otra es la misma calidad. Okay. Na, wenn es das Gleiche ist. Ha dicho, pero un consejo, nunca hacerlo el domingo, llenar tu tanque, porque se ha vaciado del fin de semana. Cuando está al final y tú vas a llenar tu tanque, muy probablemente entra todo el sucio que está abajo del Diesel y esto es más problemático. Also ihr merkt, die Situation ist hier nicht einfach. Es gibt entweder gar keinen oder es gibt schlechten Sprit. Hier waren Spanier, die hatten mit wasserverseuchten Sprit, also der der für ihr Fahrzeug also überhaupt nicht geht. Das Steuergerät hat gestreikt und gesagt, es geht nicht weiter. Also deswegen, man muss hier so ein bisschen, ist ein bisschen tricky und wir sind echt froh, dass wir in T3 fahren. Also für alle Zweifler, die gesagt haben, ey, altes Fahrzeug, ein Glück. Weil ich glaube, wir würden den mit 10-15% Wasser noch vertragen. Also zwar sehr leistungsarm, aber vertragen. Ja. Mann, echt krass. Ja gut, dann ist es so. Morgen versuchen wir es. Ja, meine Lieben, ich stehe jetzt hier schon seit circa 2 Stunden in der Schlange, in der knallen Sonne. Ja, wir können wohl, wie gesagt, man könnte wohl bei anderen Tankstellen tanken, aber wenn keiner dort tankt und die Diesel haben, dann hat das ja auch seinen Grund. So. Und deswegen tanken wir nur bei der staatlichen Tankstelle, weil wir da halbwegs eine garantierte Qualität haben. Die andere ist halt mit Wasser versetzt oder ist halt echt am Arsch. Und das wollen wir uns nicht antun, weil jetzt Ersatzteile, Dieselpumpe neu oder Injektoren neu, wäre halt auch alles doof. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt warten wir hier. Und jetzt stehe ich hier echt seit 2 Stunden und es ist halt so total gediegen. Also ich muss echt sagen, ich liebe Bolivien. Das ist so anders. Die Leute sehen so anders aus. Das bewegt sich alles anders. Es ist eine total andere Welt, ja. Und es ist so wunderschön. Alles funktioniert, obwohl doch nichts funktioniert. Es ist dysfunktional, aber es ist nicht organisiert, aber es funktioniert. Jetzt stehe ich da gerade eben, da kommt jemand an zu mir, na, fahr mal jetzt weiter davor, mach mal dies und das. Das ist einfach nur richtig cool. Ich liebe das Land bisher. Und wir hoffen, dass wir jetzt Diesel kriegen, damit wir weiter eintauchen können, weil Bolivien ist mega interessant, Leute. Da ist einfach dieser ganze Kapitalismus und dieses alles, was wir so an Glaubenssätzen haben, noch überhaupt gar nicht angekommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. So, jetzt hoffen wir, dass das hier vorangeht und wir den Hermann hier voll machen können mit Diesel. Ja, die Wartezeit, die nutzen wir natürlich sinnvoll. Wir haben ja hier das Problem, dass unsere, wie sagt man hier, dieses Kunstleder abgeht. Und ich habe nie die Zeit gehabt, weil wir so viel gearbeitet haben. Das ist doch perfekt, mal auf Diesel zu warten. Weil dann kann man Dinge machen, die man sonst nicht macht. So, ist nicht perfekt geworden, aber sieht wieder besser aus als... Ach Mensch, jetzt sieht er ja nicht so schlecht aus. So. Super. Zack. Und weiter geht's. Es geht weiter. Und ich sehe die Tankstelle schon. Ich sehe sie. Ich habe sie in Sicht. So, jetzt Daumen drücken. Wir sind an 3. oder 4. Position. Jetzt können wir nur hoffen, dass nicht vor uns irgendwie alle ist. Weil es gibt Leute, die warten wirklich 2 oder 3 Tage. Also insofern, wir hoffen, dass wir jetzt hier durchkommen. Bitte, bitte, drückt mir die Daumen. Und man muss auch zum Tanken in Bolivien noch mehr sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich da einfach hingehe und tanke, sondern die zahlen 50 Cent für den Sprit. Wir zahlen mindestens 1 Euro.
Und wir müssen ein Papier vorweisen, was wir an der Grenze bekommen haben, wo eine Nummer drin ist. Und diese Nummer wird registriert und wir dürfen nur einmal am Tag tanken. Auch keine Kanister voll machen. Gut, was ich jetzt machen werde, ist, ich tanke jetzt voll, ziehe das dann raus irgendwie in die Kanister und gehe halt morgen nochmal her und mache den Rest voll. So, damit wir genug haben, damit wir dann unterwegs sein können. Aber das ist echt eine richtig krasse Aktion. Ne? Und hier steht auch immer Militärpolizei, weil es wird ja alles überwacht, das ist ja staatlich überwacht, die IPFB. Und das ist schon eine andere Nummer. Also das ist, wie ich schon gesagt habe, eine andere Welt. Ja, schaut mal, ich bin in erster Position. Das ist mein Moment. Hoffentlich, jetzt kommt die Tankwärtin und sagt mir, es ist alle. Pass auf, Alter, das wäre die absolute Menge jetzt. Sie ist vorbeigegangen. Sie ist vorbeigegangen. Juhu! Das bedeutet, dann bin ich wohl der Nächste. Ich glaube, 2,5 Stunden waren das jetzt. Naja, geht ja. Andere haben hier Tage gewartet. Mal gucken, was der von mir braucht. Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas de mi señor? ¿Qué países? Y de Alemania. ¿Necesitas el papel de la frontera? No, solo la placa no. Ok. Hay otros que son malos, pero hay de todo. Todo bien, todo bien. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, señor. ¿Qué? Ja, das war richtig krass und ich habe den einheimischen Preis bekommen. Das heißt, ich habe jetzt für 33 Liter, jetzt haltet euch fest, für 33 Liter habe ich bezahlt 125, genau 10 Euro. 10 Euro für 33 Liter, das ist der absolute Megabrüller. So, jetzt fahre ich zu Alessandra, die freut sich schon. Und dann haben wir heute einen schönen Tag. Also heute, meine Lieben, gibt's halt, naja, meine Frau hat entschieden, es gibt halt leider nur Gemüse, wa? Nee, gibt es natürlich nicht. So, schönes Schweinerippenstück, also die ganze Seitenwand, hier ist so die Rippe und jetzt die ganze Seite vom Schwein. Und da da so eine dicke Fettschicht ist, geben wir dem Ding hier halt mal richtig, das kommt am Ende weg und garen das darüber jetzt langsam. So. Ja, vielleicht schon ein bisschen doller, aber scheißegal. Wir wollen ja die ganze Haut von dem Vieh hier nicht fressen. Muy suave. Ist eine Avocado, ja. Guckt euch die mal an, ja. Das ist mein. Es perfecto para hacer una salsa, una crema. Wow. Ja, das ist so ein absolutes Mega-Gerät. Riesig. Und das sind die brasilianischen, ne? Creo que sí, pero no lo sé. Also Avocado bei uns ist ja oft diese lilane und das ist ja halt eine grüne und die ist, es ist total lecker. Gerade für Soßen ist die super, ja. Sí, está la consistencia perfecta. Total weich, ne? Absolutely. Riesenkern. Ja, schon super fett. Also Bolivien bisher super wild und eine echte Erfahrung. Hammergeil. Und was natürlich zum Grillen nicht fehlen darf, ja, er gibt richtig gutes Bier. Burguesa. Und dann haben wir gedacht, ey, geiles Bier. Ja gut, kommt aus Brasilien, aber ist gut. Ja, Prost, meine Lieben. Ah, was ein geiles Ding. Ankommen aus dieser Höhe und dann endlich wieder so ein bisschen, also wir sind immer noch sehr hoch, wir sind auf 2,8, ja, aber nachdem du auf 4,4 bist, ist es schon so richtig, das ist relaxed, ja. Also, Prost. Und, was macht die Guacamole? Zeig mal. Oh, das ist so, also, das sieht so lecker aus und das Brot, das macht mir auch einen leckeren Eindruck. Ich bin gespannt. Wir haben schon probiert. Okay, na gut. Mann, ey, ich habe jetzt versucht hier so, ja super. Es ist sehr gut. Aber wir zeigen es euch jetzt nochmal, wie gut es ist. Achtung, der Moment für den Kühlschrank. Achtung, hört mal. Geil, ne? Fantastisch. Sehr, sehr lecker. Ja, also
Ihr habt ja gesehen, das war alles so ein bisschen gemüselastig. Also 2 Zucchinis, 4 Paprika und dann nur ein Stück Fleisch. Wir sind jetzt zu zweit. Wir haben uns entschlossen, doch noch ein bisschen Rind drauf zu hauen. Ein kleines Stück. Also so ein kleines Stück Fleisch. 2 Würstchen noch dazu und dann können unsere Hunde von dem Schweinefleisch essen. Das ist doch perfekt. Oh, das liegt gut. Bisschen Rocho hier, ne? So, Alessandra macht nur die Route rein, dann geht's weiter. Wir tauchen weiter ein in Bolivien. Und zwar fahren wir jetzt endlich runter. Wir sind ja immer noch fast auf 3000 Meter. Also der Ort, wo wir waren, war auf 2,8. Das war okay, wir haben uns ja nicht viel bewegt und nur lecker gegessen, aber wir freuen uns drauf, dass einfach auch die Nächte ein bisschen wärmer sind und deswegen geht es jetzt runter auf erstmal 1,8 und danach fahren wir dann wirklich ganz tief in Bolivien rein, in den bolivianischen Chaco und das wird, dann wird es richtig tropisch wieder. Ja, zum Glück, wir haben nämlich beide keinen Bock auf Winter. Und heute soll eigentlich so eine totale Panoramastrecke sein, aber wir sind gespannt. Asphalt, Ripio, Sand, ja, mal gucken, was uns erwartet. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Und wisst ihr was? Ich bin der mega Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gestern grillen wir, ja, guckt mal hier. Gestern grillen wir. Und seht ihr, das Brillenglas, das total verklebt ist und am oben kaputt. Ich mache mir ein Bier auf. Es macht plopp, aber so doll plopp, wie es in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht hat. Es macht einfach nur plopp und ich kann links nichts mehr sehen. Denkst du, was denn passiert? Und da ist echt der Kronkorken gegen den Brillenrahmen geknallt, hat den Brillenrahmen gesprengt, also wirklich kaputt gemacht und das Brillenglas rausgeschossen. Na, zum Glück hatte ich die Brille auf. Ja. Echt krass. So, jetzt muss es gibt eine neue Challenge. Suche eine Brille in Bolivien. So, das heißt, eine Lesebrille werden wir kriegen, aber eine richtige, wir werden sehen. Wir können endlich weiterfahren. Bis zum nächsten großen Stadt kommen wir. Aber wie es dann weitergeht, ist nicht klar. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Woche.